wenn du zurückschaust, ist schon verrückt, dass du 10 Jahre hier bist, oder? Hätte man sich so wahrscheinlich nicht erträumen können, nicht vorstellen können. Nee, auf jeden Fall nicht. Also, ja, ich habe mein ganzes erwachsenes Leben halt in Leipzig verbracht, mehr oder weniger. Wo ich noch jünger war oder als Kind, genau von sowas hat man geträumt, dass man irgendwie irgendwo hinkommen könnte, der zum zweiten Heimat werden. Und dass man Erfolge erleben dürfen, Familie aufbauen, in der gleichen Stadt, wie man angefangen hat. Und da habe ich halt Glück mit Leipzig gehabt. Das ist genau zu meiner Karrierezeitpunkt sehr, sehr gut gepasst hat und immer noch sehr gut passt. Oh, wie jung sehe ich da aus? Ist mein erstes Tor. Wo spekuliert? Ich lege den Rückpass. Das war gegen wen es ging. Hansa, kann das sein? Das war's nicht. Oder warte. Muss ich kurz überlegen. Ich habe mein zweites Tor gemacht in dem Spiel. Erfurt. Stimmt. Das da ist 1860. Weiß ich noch. Wird der Ball in die Tiefe gespielt gleich. Dann laufe ich allein aufs Tor zu. Mit dem Gegner am Rücken. Es war erste Jahr, zweite Liga. Erste Tor für uns. Besten Vorlagen, Dominik Kaiser. Der hat mir schon sehr, sehr viel gegeben. Die letzten Jahre. Emil ist auch nah dran, muss ich sagen. Dani kommt auch jetzt mittlerweile, aber der ist noch nicht so lange hier wie die anderen. Knapp abseits, aber war nicht. Naja. Sehr. Es war mein erstes Spiel so in einer großen Arena. Es war in München, Duisburg. Ich glaube, da mache ich sogar vielleicht auch noch einen zweiten danach, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, das ist von Massimo, der Tunnel noch den Keeper. Ja, genau. Klar, das sind Tore, die mehr besonders sind als andere. Dem Spiel bin ich direkt zurückgekommen von Verletzung und war mein erstes Tor dann wieder. Also von daher erinnert man sich ein bisschen mehr an solche Tore an als andere. Oh ja, das ist Augsburg, das ist mein erstes Bundesliga-Tor. Kommen gleich. Gute Vorlage von Sabi. Haben wir auch gewonnen, glaube ich, 2-1. Ach, ich bin so schlecht mittlerweile. Ja, und sogar mit links. Ich glaube, ja. Ich habe fast so viele Tore mit links als wie mit rechts. Obwohl mein rechte viel, viel stärker ist als mein linke. Du bist Rekordspieler des Clubs mit knapp 350 Spielen. Die Tore im Pokal haben wir schon angesprochen. Ich glaube, vor dir oder zwischen dir und Timo ist nur noch Daniel Frahn. Ist das sowas, was man sich noch wünscht, zu sagen, okay, ich will jetzt mal noch die nächste Marke mal knacken, wenn man jetzt auch wieder fit ist natürlich dann? Marke zu knacken, das ist mir ehrlich gesagt nicht so wichtig. Ich würde lieber noch größere Erfolge mit RB Leipzig schaffen, mehrere Titel holen, mehr geile Erlebnisse haben und das bringt mir viel mehr. Du hast jetzt ein paar Tore gesehen. Wie würdest du deine Tore so beschreiben? Wir haben gesehen, manche waren so die Einschieber, manche per Kopf, manche richtige Kracher ja auch dabei. Ich erinnere mich auch noch an eins, ich glaube, das war gegen den FC Augsburg während Corona, wo du einfach, niemand hat damit gerechnet, dass du aus der Drehung Volley den einfach in den Winkel knallst. Also du bist ja schon sehr vielseitig, aber wenn du so mal im Kopf deine Tore Revue passieren lässt, was ist so vielleicht das typische Josef Pausen-Tor? Boah. Gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Wie du sagst, es sind viele dabei, was ich auch vorher gesagt habe. Ich glaube, ich habe fast so viele Tore mit links als mit rechts gemacht, obwohl mein rechter eigentlich viel stärker ist als mein linke. Ja, typisch glaube ich ist keiner, weil ich mache mit rechts, mit links, mit Kopf, Einschieber. Nicht so viele Weitschüsse.
Da habe ich noch Verbesserungsbedarf. Oder einfach gar nicht machen. Das ist nicht mein. Okay, das übernehmen andere. Das übernehmen andere. Das ist Köln. Auch wieder Sabi. Hat er mir so viele Feuer angegeben. Hängen geblieben im Rasen. Ja, das passiert manchmal, wenn der Platz trocken ist. Da schießt er mit 200 km/h auf die Schädel. Ne? Timo mit Einwurf. Das gab es fast nie. Gell? Das ist Hannover. Ja, das ist einer der einfachen Tore. Die nimmt man sehr gerne an. Vielleicht, ich glaube sogar Diego ist ein bisschen sauer auf mich geworden. Ich glaube, das war sein Schuss und der wäre wahrscheinlich noch drin gewesen. Der hat nicht so viele Tore gemacht für uns. Glaube ich, oder? Ja, Diego, da ist er. Muss mal gucken, ob der reingegangen wäre. Nee, wäre der nicht. Ja, ich habe schon viele Tore gemacht, wo ich mich irgendwie im 16er frei bewege und manche, wo ich gerade noch drankomme mit letzter Wille. Ich erinnere mich auch noch an ein Tor zu Hause gegen Leverkusen, wo wir 1-0 in der 94. Minute, wo ich reingrätsche, wo alle gesagt haben, ja, hätte ich eine Schuhgröße weniger, hätte ich den nicht gemacht. Und das stimmt wahrscheinlich auch. In Unterzahl sogar noch, das stimmt, wir waren zu 10 nur. Und ja, solche Tore habe ich schon ein paar davon gemacht, wo ich am Ende dann trotzdem gerade noch drankomme und mit allerletzten Wille noch den Ball über die Linie drückt. Das zum Beispiel, ein bisschen schöner. Frankfurt, gell? Glaube ich. Super Ball von Emil gleich. Den kann man öfters mal anschauen als das vorher. Der lag halt so gut. Ich war halt alleine. Ich bin kurz über die Linie gedrückt worden. Auf der anderen Seite 10 Sekunden vorher. Und da haben wir keiner auf dem Schirm gehabt. Und jetzt ist Dani wieder im Team hier. Da kommt seine Vorlagen zu mir. Richtig schlechter Franke, aber. Na, wir hatten mal immer wieder darüber gesprochen. Angel, der war ein bisschen sauer auf mich, weil der immer wieder Top-Flanken gegeben hat und dann habe ich die Chancen vergeben oder an die Latte gehauen oder was auch immer. Und jedes Mal, wenn Dani mich den Ball gepasst hat, obwohl das gar nicht so super Flanken war oder super Pässe war, da habe ich trotzdem Tor gemacht daraus. Oh, muss ich überlegen. Gegen wen war das? Es war gegen Hertha ist es. Hertha. Ja, da ist Niklas Stark. Hertha. Schön gespielt von Christoph. Der hat mir auch ein paar Vorlagen gegeben, muss ich sagen. Und dann kommt Schalke. Anfang der Saison war ich verletzt, hatte Probleme. Kam dann wieder zurück, hat dann mich gerade noch fit gekriegt zu WM. Und war einfach die letzte Zeit sehr viele größere und kleinere Probleme mit dem Körper gehabt. Und jetzt fühle ich mich wieder topfit. Ich glaube, es ist eine typische Frage. Gibt es ein Tor, wo du sagst, das war ein unglaublich geiles Tor, das würde ich gerne nochmal so erleben, vielleicht aber auch eher ein besonderer Moment, wo du sagst, das war einfach so ein entscheidendes Tor? Gegen Aue im Pokal, wo ich bei Eckball in der 92. Minute 1-1 mache. Wo ich so hochgesprungen wie noch nie, glaube ich, und werde nie wieder dahin kommen, weil da war so viel Adrenalin im Blut und da zieht der Körper halt einfach noch die letzten Kräfte raus und noch mehr, als man eigentlich hat. Und da habe ich das 1-1 gemacht und dann in der Verlängerung haben wir zweites und drittes Tor gemacht und sind da in der Pokal weitergekommen. Und das war so für mich zu der Zeitpunkt das emotionalste Tor, glaube ich. Und sehenswert auch.